Mysafiri jonë personde, I cili edhe njerë falenderojmë nga zemra që ka ardhur në Fol Shqip, quhet Kristian Dorer, në fakt, mirë por, duam ta pyesim se si funksionon një media e madhe në Zvicër, edhe si është imazhi shqiptarëve në këto momente për zviceranët, edhe si ka qenë dikur, si është sot, edhe si janë bashkëpunimet tona dhe sa I rëndësishëm është komuniteti shqiptar në Zvicër. Atëherë, e ftojmë pa humbur kohë, duke falendëruar Kristian Dorer! Herzlich willkommen zur Fol Shqip Show. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Faleminderit për ftesën. Kënaqësia jona që të kemi në studio, në fakt, herr Dorer, desha me të bëj pyetje tash direkt, a I njeh shqiptarët nga afër apo I njeh vetëm nga portali Blick? Pra domethënë, a I njeh nga afër, ke shoqëri me shqiptar nga afër apo vetëm nga Blick I ke lexuar dhe I ke njohur? Wir gehen da schon über zu der ersten Frage und sagt, kennst du Albaner persönlich, also aus dem engen Umfeld oder mehr einfach über den Blick? Ja, ich kenne ein paar über den Blick. Also wir haben auch einen Mitarbeiter, den Fol in unserem Social-Team, der Albaner ist. Ich bin... Canada ti sapo torce per noi in Blick, per esempio Fol, c'è ja, Fol në përshëndes. Wo du ja kennst, Alti. Ja, I kanë Fol, Biles dhe Dafine përshëndes, sepse më ka bënë intervistë, dhe Dafine aty më ka bënë intervistë mua. Dafine hat noch erwähnt, wo er auch kennt, was im Blick schafft. Praktikantin gewesen, sie ist nicht mehr bei uns. Und ich habe selber auch schon ein Interview gehabt mit dem Präsidenten vom Kosovo vor 2 Jahren, vor 10 Jahren Unabhängigkeit war. Just para 2 vjet po thotë ka pasur edhe një intervistë me presidentin e Kosovës për 10 vjetorin e pavarësisë. Ich habe gehört für das. Und mir hat es in Pristina so gut gefallen, dass ich mit 3 Kollegen ein verlängertes Wochenende verbracht habe, Städtetrip. Edhe atë shumë I ka pëlqyer Prishtina, se sa ka vendosur me najt për një weekend pak më të gatë atje me shokët e vet. Tip top, bravo, vielen Dank. Kur përmendet shqiptar, Shqipëria, Shqipëria, Kosova, çfarë të bën ndërmend ty? Çfarë mendon? In dat momente, per esempio. Wenn man Albaner sagt oder Albanien, Kosovo, was kommt dir dabei in Sinn als erstes? Ja, ich meine, wenn ich an Blick denke, kommt mir in Sinn, dass das eine ganz wichtige Community ist von uns. Also, wenn man per Blick und po thot mas pare kjo është një komunitet shumë I rëndësishëm për medium in Blick. Auf den Social-Kanal, Facebook, Instagram ist Kosovo unter den Top 5, wo die Blick-Kanal nutzen. Në rrjetet e sociale që I kanë Facebook, Instagram e të tjerë, po thojnë shqiptar, kosovarët janë meine Top 5 Kommuniteten që I kanë që e supportojnë Blickun. Und wir haben es eigentlich mehr zufällig gemerkt, wo wir dann eben Mitarbeiter hatten, die Albaner sind. Die haben dann Artikel geschrieben, wo Stars aus der albanischen Community, da haben wir gesehen, das läuft wahnsinnig gut. Edhe veç rasisht e kanë vrejt, sepse e kanë pas punëtor që punojnë të Bliku, që kanë shkru artikull për shqiptar, për yjet e stradët shqiptarve, edhe kanë marrë shumë klikime dhe ka hitë shumë mirë. Ja, tip top. Po nga historia, pra, kur flasim për shqiptar, jo vetëm nga Bliku dhe nga gazetat, nga portalet, nga historia, çfarë mendon? Çfarë të kujtohet kur përmendet shqiptaria? Pra, si I klassifikon shqiptarët? Und jetzt auch, sagen wir mal, rein historisch oder so, wenn man die Albaner erwähnt, was ist da für eine Assoziation? Ja gut, das haben natürlich alle auch die schwierige Zeit in Erinnerung, an die 90er Jahre, wo der Krieg war, wo ganz viele Albaner in die Schweiz gekommen sind. Gut investiert, ich kann pas Schiptarten wieder noch weiter, der Luft hat schon. Wo aber ganz interessant ist, das ist eine klassische Einbürgerungsgeschichte und Integrationsgeschichte, das ist jetzt über 20 Jahre her. Das ist eine Historie emigriert, dass plötzlich Schiptar Kanadier Schweizer mehr tun. Und wenn man schaut, die junge Generation, die sehr, sehr gut integriert ist, wenn man schaut, unsere Fußballnationalmannschaft, die hat überhaupt keinen Erfolg, wenn sie eben von Spielern mit albanischen Wurzeln unterstützt würde. Edhe rinia po thot është shumë mirë integruar, veç me këshyre ekipin nacional të Zvicrës mos të ishin konjot ato shqiptarë s'kishin pas shans po. Big up për Dorer, herr Dorer! Das hat es Big Up verdient. Danke. Auch Herr Dorer, mein Staff ist vom ganzen großen Albanien. Hat Albaner vom Nordmazedonien, Albaner vom Albania, richtig, vom Kosovo. Ich habe Staff von der Schweiz, Frau Ruth ist von der Schweiz. Und ja, Ali ist in Fol Shqip Show. Schweizer Albaner von überall. Genau, wir haben also wirklich von überall dort, wo Albaner. Und was ich will zeigen dir, vom Blick, ich habe Support immer. Immer. Für das, ich danke dir und Blick CA für Support. Das hat auch ein Big Up verdient, glaube ich. Auch für Blick CA, Big Up! Also, noch eine Bedank bitte. Ich Glanz und Gloria.
Ist Glanz und Gloria jetzt momentan im Studio. Glanz und Gloria und SRF, vielen Dank für Support und für Interview zusammen heute. Mein Deutsch ist Katastrophe, Herr Dorer. Ja, ich verstehe es. Also, Wirklich? aber mein Albanisch ist noch viel schlechter. Ich verstehe kein Wort. Also von daher haben wir ja einen Übersetzer da. Ich möchte aber auch danken der albanischen Community, weil sie im Blick so treu sind. Sie sind wirklich ganz, ganz wichtige Leser für uns. Kjo do më falem nderuar këtë shqiptarëve që suportojnë Blikun sepse po thotë janë shumë të rëndësishëm për këtë medium. Und wir sind froh, wenn ihr zufrieden seid mit uns. Und wenn ihr nicht zufrieden seid, dann gebt uns Reaktionen und wir probieren es besser zu Po machen. thotë edhe inshallah jeni të kënaqur me ne, nëse jo vetëm na kallzoni edhe mundohu më përmirësu. Besoj që kohët e fundit, unë për vete personalisht jam shumë I kënaqur. Also er persönlich ist sehr zufrieden mit mir. Aber, ich habe gehört, vorher, nuk ka shkruar shumë mirë ndoshta Bliku për shqiptarët. Pra, do më thonë, ka pas një imazh shumë jo të mirë, mos themi të keq për shqiptarët. Dikur shqiptarët nga imazhi që kanë shkruar mediat, s'kan mundur me gjetë as punë as banesa. Pra, sot shkruhet ndryshe për shqiptarët. Tani du me ditë, a ka ndruar Bliku apo ka ndruar shqiptarët? Also er persönlich hat er gemerkt und er gehört von anderen, dass früher der Blick vielleicht nicht immer wirklich positiv über Albaner geschrieben hat. Also vielleicht auch eher so ein Image mitkreiert hat, so ein Negatives für die Albaner, das dann vielleicht auch dazu geführt hat, dass man mit Vorurteilen konfrontiert war, man Mühe hat, Wohnungen zu finden, Jobs zu finden und so. Und heutzutage ist das eben nicht mehr so. Also man liest mehr Positives über Albaner. Und jetzt ist seine Frage, was hat geändert? Hat der Blick geändert oder haben sich die Albaner verändert? Ja, wahrscheinlich beides, ich weiß nicht. Unser Ziel ist nicht positiv oder negativ über jemanden schreiben. Okay, kann nicht jeder positiv oder negativ? Also, wir haben positive Geschichten. Also zum Beispiel, wir haben eine Geschichte gemacht, Albanien als Reiseziel, als Tourismusland. Po shkruajnë shumë edhe pozitiv, po thotë tash para pak kohë kanë publikuar një artikel për Shqipnin si event turistik. Ja, das ist wahnsinnig gut gelaufen. Jetzt haben wir natürlich auch kritische Geschichten. Also zum Beispiel, wenn eine Straftat passiert oder wenn jemand mit dem Auto zu schnell fährt, dann nennen wir auch die Nationalität nennen. Manchmal sind es Schweizer und manchmal sind es halt Albaner und dann schreiben wir das auch und dann heisst es manchmal, ihr seid kritisch mit Albanern. Jetzt geht es nicht um die Albaner. Wir schreiben einfach, was passiert ist und dann ist es mal positiv und es ist mal negativ. Këto po mundohen me reprezentuar realitetin ashtu që është, po thotë ka herë ndodhen edhe krima, ndodhen njerëz për shembull që udhtojnë shpejt me kerr edhe atje tani mundohen gjithë me shkruan nacionalitetin, kur janë shqiptar atëherë shkruan që u kanë shqiptar, për ndryshe. Aber lajmi I keq, pra në diçka e keqe jo e këndshme bën buj në Blik ose në media tjetër për shembull. Kurse lajmi I mirë nuk bën as shumë buj, pra. Pse nuk, domethënë, pse nuk promovohet edhe diçka e mirë që bëjnë shqiptarët? Ach schon sa promoviert, diçka e keqe për shembull. Seit jetzt nicht nur beim Blick, sondern generell in den Medien ist zu beobachten, dass negative Nachrichten viel mehr abgehen oder mehr Reichweite bekommen als positive Nachrichten. Wieso kann man nicht auch, wenn etwas Positives gemacht wird vom Albaner, das genauso darstellen und genauso bringen? Unbedingt. Ich bin total einverstanden, das sollte man machen. Ich glaube auch, wir machen das. Also wir haben zum Beispiel eine Serie gemacht, wo wir jetzt Kosovo-Albaner, die zurück sind in ihr Heimatland, die in der Schweiz gelebt haben, die zurück sind und dort ein Geschäft aufgemacht haben. Haben wir eine ganze Serie gehabt, ein Reporter von uns, der im Kosovo war. Das ist zum Beispiel eine positive Geschichte. Die ist auch gut gelaufen. Also ich glaube, es ist ein Irrglaube, wenn man meint, nur Bad News funktioniert. Es braucht beides. Po thot nuk ka bash ashtu që vetëm mesazhe negativ bën buj, po thot për shembull kanë pas edhe një artikël, një reportazh që kanë çuni gazetarë në Kosovë për me kallëzuar që çish po bojnë shqiptarët atje biznes, shqiptarë që po kthehen për Zvicrës atje me jetu, domethënë edhe pozitiv po mundohen me kallë. Auch mein Artikel hat gemacht Boom, oder nein? Ja, und der ist auch sehr gut gelaufen. Alle Zuschauerinnen, das habe ich alle gelesen auf Blick. Aber mendimi jot si është momentalisht për shqiptarët? Momentalisht. Si është tashi e si ka qenë dikur? Genau. Wie ist allgemein, also deiner Meinung nach? A janë integruar mjaft? A janë të integruar? Sa të rëndësishëm jemi ne për Zvicrën paktën? Genau, wie ist die Situation deiner Meinung nach von den Albanern heutzutage und wie ist es früher gewesen? Also sind die Albaner integriert oder was ist das? Ja, es ist, ich würde sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte. Und ich meine, wo vielleicht jetzt über 25 Jahre gegangen ist, also eigentlich seit den 90er Jahren, wo sehr viele Albaner in die Schweiz gekommen sind, am Anfang logischerweise nicht integriert. Po thotë ka një histori e suksesit, për para 25 vjet që kanë ardhur sefte në Zvicër me jetu, ka thënë fillim nashta hala nuk janë kontë integruar.
Und je länger das dauert, und dann kommt eine neue Generation, die sehr, sehr gut ausgebildet ist, die perfekt integriert ist, die die Wurzeln an beiden Orten hat, in der Schweiz, in Albanien. Dann werden auch die Unterschiede immer kleiner. Man hat das gesehen 20 Jahre vorher mit den Italienern. Aha, dalime tani zvoglohen mes shqiptarëve dhe zviceranëve. Tash mas 25 vite dhe po thot këtë fenomen kisha shumë më parë edhe te italianët kur kanë ardhur 20 vjet para shqiptarëve. In den 1960er, 1970er Jahren sind sehr viele Italiener in die Schweiz gekommen. Në vitet e 60 dhe 70 shumë italianë kanë ardhur. Sind am Anfang schlecht integriert gewesen. Nuk janë kanë mirë të integruar. Sind vor allem unter sich gewesen. Kanë najtë me zvete. Und je länger das gedauert hat, je mehr sind sie integriert gewesen. Und heute ist überhaupt kein Unterschied mehr. Also wenn jemand italienische Wurzeln hat, dann ist macht man gar keinen Unterschied mehr zu jemandem, der schon seine Wurzeln immer in der Schweiz hat. Sot nuk ka dallim hiç mes zviceranëve dhe mes atyre që kanë roja në Itali, po thot këtë njëjtën bo. Aber ich wollte zeigen, was macht schlecht, që bëjnë keq shqiptarët? Nuk është në kulturë shqiptarëve richtig albaner, was ist? Also die albanische Kultur ist so das, was man Negatives hört in der Schlagzeile oder das, was auch Negatives gemacht wird von Albanern, das ist eigentlich nicht Teil von unserer Kultur. Was ist schlecht do më thonë, çka vjen e keqe, ose çka bën të keq shqiptarët, nuk është që është kultura shqiptare, por na ka mbet prej armiqve që na kanë sunduar gjithmonë dhe na kanë lënë gjëra negative in Fakt. Also so das Negative, was dann gemacht worden ist von gewissen Albanern, das ist dann nicht, weil man das irgendwie mit der Kultur importiert hat, sondern das ist dann vielleicht auch bei gewissen eine Reaktion darauf, ein Mindset, das sich gebildet hat aufgrund von der Konflikte, die man hatte, von den Feindseligkeiten, denen man begegnet ist im Balkan. Es ist ja manchmal auch ungerecht, oder? Dass wenn jemand etwas macht, wo wirklich falsche Straftat begeht oder so, dann kann das ja ein schlechtes Image geben für eine ganze Community, die aber ungerecht ist und wo falsch ist. Und wo Është pa drejtësi atëherë kur bën dikush diçka negativ, me thënë se krit janë një, domethënë që prishet imazhi për një komunitet total. Aber ne si popull gjithmonë i vuajtur, të shkelur prej me vite, me histori, prej perëndërisë osmane, prej tirëve, prej serbëve, prej shumë shteteve tjera, s'kemi ka me majtë që s'na ngel diçka e keqe dhe që ata zhdukim, e kupton? S'kemi ka me shku në fakt. Das ist normal, wenn nur ein Rudiment Negatives übrig bleibt nach Jahrhunderten von Unterdrückung, Konflikt, Fremdbeherrschung und so Sachen. Das ist halt dann vielleicht etwas, so dann. Aber richtig Albaner ist, wie man als wie alle da, mit Respekt, mit Kultur, mit Disziplin. Richtig Albaner. Ja, und es ist auch eine Frage von der Zeit, oder? Wenn je länger man da ist und man die Sprache an eine neue Generation kommt, das tut sich auch total vermischen, oder? Und irgendwann ist überhaupt kein Unterschied. Po atë me kohë përmirësohen këto, me gjuhë, me tonët edhe bëhet më mirë. Stimmt. Për shembull, në Zvicër është shkruar shumë kohë të fundit, domethënë në Zvicër, Blicku ka informuar më tepër, më duket rreth koronavirusit. Pra, a është lexuar më tepër Blicku dhe portalet në këtë kohë të karantinimit nëpër shtëpia apo përpara leximet? Edhe vetë ti personalisht si e ke përjetuar këtë lloj situate dhe këtë lloj kohe tash? Jetzt aufgrund der Corona-Zeit, wo wir ja jetzt mit drin sind, oder hatten über die letzten Wochen und Monate, sind ja die Leute mehr daheim gewesen. Und hat man das gemerkt bei euch? Also haben ihr mehr Leser gehabt oder weniger? Ja, also wir hatten viel mehr Leser gehabt. Wir haben schon keinen Zublick. Zeitweise doppelt so viele Leser auf blick.ch gehabt wie. Ich kann passen Nummer an blick.ch. Es ist ein bisschen zurückgegangen wieder, aber wir sind immer noch deutlich höher als normal. Po tash apet janë ul pak numrat, amo hala jemi shumë se që kanë normal para koronavirusit. Das ist das Positive. Jetzt das Negative. Wir haben zwar ganz viele Leser, viel mehr als sonst, aber wir haben weniger Einnahmen, weil wir leben dort ganz stark von Inserenten. Und viele haben storniert, weil wenn alle Geschäfte zu sind, dann müssen sie auch nicht inserieren. Also wir haben weniger Einnahmen, aber mehr Leser. Po thot po kanë më shumë njerëz që lexojnë Blickun, po marrin më pak parë momentalisht, sepse ka më pak firma që sponsorojnë Blickun, sepse kanë shumë më punu në kohën e fundit, edhe kanë bo shumë konkurse e sanë. Domethënë më shumë lexojnë, po më pak profitojnë. E kuptoj. A janë gjithçka të sakta çfarë shkruhet nëpër media, pra jo vetëm Blick, por në media, a është gjithçka e saktë? Edhe a është e mundimshme për psiqikën e njerëzve që me lexu gjitha informacionet që shkruan. Për koronavirusin. Për koronën, po. Wir allem glauben, was man in den Medien liest momentan zum Coronavirus. Hoffentlich, ja. Das ist eine ganz gute Frage, weil das ist ja im Internet, finde ich ja
alles Mögliche. Und es gibt Verschwörungstheorien und die sagen das und die anderen sagen das andere. Im Internet sind dann natürlich für Theorien, die nie erst natürlich für Senden. Das ganz grosse Kapital von traditionellen Medienmarken wie der Blick ist Glaubwürdigkeit. Okay, also Kapital im Mai fort, oder mai mir i media si Blick op Schammelast Bessimi Medium. Ja, bevor wir etwas schreiben, müssen wir recherchieren, stimmt's nicht, was weiss man nicht. Und das ist das, was unsere Leser sich darauf verlassen, dass das, was sie beim Blick lesen, eben auch stimmt. Also para să publicou in discacto e buone recherche at analiza që nash e vërtet ashtu që jam të shkruar jo edhe kjo është më e rëndësishme apo thot. Të kuptoj. Shumë shkruani, në fakt Bliku kohët e fundit vërtet shkruan mirë dhe shkruan për shqiptarët. Ja, der Blick in letzter Zeit schreibt viel über Albaner und auch sehr viel positiv. Edhe a lexohen më shumë kur shkruhet për shqiptar apo normal si për shkrimet tjera që bëni? Një, e dyta, a keni më tepër komente negative, domethënë në përgjithësi, negative apo positive kur shkruhet diçka për shqiptarët? Egal çfarë. Genau, wenn ihr etwas über Albaner schreibt und veröffentlicht, merkt man dann mehr Reichweite? Also merkt man, dass dann die Artikel, die irgendetwas mit Albanern zu tun haben die mehr Reichweite und mehr Klicks als andere? Ja, also sie laufen tendenziell sehr gut, muss man sagen. Wat een purchase heeft in Mamir dat Artikel geschrieben per Schiptar? Sie sind die positiven Artikel, eben ein Unternehmer, der zurückgeht auf Albanien oder ein Interview mit dem Präsidenten oder so. Das wird vor allem von der Community viel gelesen. Was zijn het positieve zo in Schum Communität Schiptar? Es gibt ganz viele Kommentare auch aus der Community. Kann schon kommenten und zudem hat er noch eine Frage an die Kommentare. Sind die dann, wenn ihr etwas über Albaner schreibt, sind die mehrheitlich positiv oder negativ? Ja, es kommt eben darauf an. Also jetzt hier bei diesen Artikeln sind sie eher positiv aus der Community. Dann haben wir natürlich die kritischen Artikel, Raser, Straftat, Frauenrecht und so. Und dann gibt es viel mehr kritische Kommentare. Aber nicht aus der Community, sondern eben von Schweizer, die sagen, ja, typisch Albaner, wo dann die Vorurteile auch vorhanden sind. Kurskruin ist ganz positiv. Sie persönlich Businessmanager skojnë për Zvicrës në Kosovë, atëherë sidomos komentet janë pozitiv. Kurskruin ist ganz negativ, një shqiptare ka bënë krim për shembull dhe ka bënë ndeshje me BMW. Atëherë më shumë negativ, po ato që shkruajnë negativ nuk janë shqiptar. Domethënë ato janë të tjerë Zviceranë. Atje kur shkruajnë pozitiv, ato komente pozitiv janë për shqiptarëve, që po thonë. Aber was bei den Kommentaren noch wichtig ist, wir die moderieren. Also die Kommentare, die beleidigend sind, die vielleicht sogar justiziabel sind, die dürfen wir gar nicht veröffentlichen. Also wir haben ein Team, das auswählen, was dürfen wir veröffentlichen und was nicht. Kanë një tim njerëz që punojnë që i analizojnë këtë komentet edhe kur diçka tepër që shajnë për shembull, diçka negative ato i heqin. Edhe i heqin komentet. Bukur. Sa eksklusiv është Blick në lajmin e parë? Na, wie exklusiv sei der ist der Blick bei der Nachricht? Also ich sage jetzt, setzt man immer den Primär beim Blick. Ja, wir probieren es. Also wir wollen einerseits wollen wir möglichst schnell sein, wenn etwas passiert, ein Unfall oder eine News bei Corona, Push-Meldung und dann nehmen wir die schnellsten sein. Das ist das eine. Kommt part, also match spät per also. Das Zweite ist, wir wollen natürlich Primär haben, Scoops, und sind auch froh, wenn Leserinnen und Leser, Zuschauer uns Informationen geben. Letztes Jahr wir haben den Postautoskandal aufgedeckt und es gibt diverse Beispiele, wo wir wirklich auch Scoops haben. Und das ist unser Ziel. Po thotë edhe shpesh e kanë lajmin e parë, veç duhet më falendëruar edhe aty që jeni mohojnë Blikun, që kontaktojnë Blikun edhe i kallzojnë diçka. Vitin e kaluar kanë pas disa skandale sa në ku janë kont parë për këtë mediumeve që kanë publikuar këtë. Bukur, në fakt kemi thonë gjithmonë, gigantat shkojnë te gigantat. Bliku vjen tek ne, ne shkojmë te Bliku, pra me portalet vogla ne nuk merremi. Merremi gjithmonë me Blikun. DJ Young Fizi! Jeni kryeredaktor në Blick, por jeni sipas leximeve investigimeve tona edhe shofer autobusi apo nuk e di, Das verstehe ich. Du bist ja der Chefredakteur von der Blick-Gruppe, aber was man so lesen kann im Internet, du bist ja Buschauffeur. Richtig, ja. Einmal im Monat, das habe ich schon als kleiner Bub machen. Nicht Herrn Mui, po thot për që u kanë i vogël e ka pas dëshirë. Okay, bën për dëshirë pra, këtë për hobbit. Als Hobby. Ja, und seit 22 habe ich den Ausweis gemacht und einmal pro Monat hier in Lenzburg, wo ich aufgewachsen bin. Lenzburg? Ja, regional in Lenzburg. Lenzburg. Ka po lejen po thot autobusit. Për që saj dite këtu në Lenzburg, në venin ku është edhe studio e Fol Shqip. Und fahre ich einmal pro Monat Bus und es macht mir wahnsinnig viel Freude, weil es ist ganz etwas anderes, man hat andere Leute, die man zu tun hat, auch meine Arbeitskollegen, die Buschauffeure, das ist ganz etwas anderes
als Journalisten. Und ti pëlqen shumë edhe atmosfera kretë se punëtorë që punojnë, dhe ato që janë buschauffeur, janë pak më ndryshe se gazetarë që punojnë për Blickon. Ich hatte natürlich Freude gehabt. Im Kosovo hat es ja ganz viele alte Schweizer Postautos, die dort noch weiterfahren, Oldtimer. Kur kam në Kosovë, ka pëlqyer shumë me pa që ka shumë autobusa të Zvicrës që ecin në Prishtinë. Çfarë ka pëlqyer tjetër në Kosovë? Çfarë është duk interesant në Kosovë? Ty që e ke shtyr edhe terminin, pra ke nejt më shumë se sa duhet. Was hat dir so gefallen in Kosovo? Also was hat Eindruck gemacht? Oder Also erstens mal wahnsinnig nette Leute, die alle echt Freude haben, dass man jetzt einfach als Tourist hier hinkommt. Oder? Wirklich super aufgenommen worden. Që janë gëzu shumë që kanë ardhur si turistë atje. Bravo. Und wir haben etwas ganz Spezielles gemacht. Wir sind 4 Kollegen gewesen, und einer ist 40 geworden. Janë kom 4 shok, e njëri për tyne ka pas ditëlindjen 40. Und sein Hobby ist OL, Orientierungslauf. Hobby atina është orienteringslauf, domethënë me dal në përmal me vrapu. Und dann hat ein Hotelier in Kosovo, den haben wir beauftragt, hat für uns einen Orientierungslauf ausgesteckt. Da haben wir so die Posten gesucht. Das ist wirklich ein super Erlebnis. Njani që ka një hotel në Kosovë, e ka buket orienteringslauf, ashtë del njeri me vrapu, po e ka një hart me veti edhe duhet dikur në mal me shku me lypa të sene. Ai, shefi hotelit, i kam shef të sene në mal këtyne mi unë mu me buket vrapim. Okej, a ke ndërmend të shku në herë tjetër kështu shpejt edhe herë në Kosovë apo jo? Hast du vor, wieder zu gehen? Ja, also ich weiss noch nicht genau wann. Im Moment kann man ja leider nicht reisen, aber also wir alle 4 haben gesagt, unbedingt mal wieder einmal gehen. Po thot po patjetër. Tash momentalisht nuk dihet se kur mujnë me udhëtu apet, ama kret shumë që janë kon 4 persona po dojnë me shku apet. In Albania e kon në herë? Und in Albanien, bist du schon? Bin ich nur einmal durchgefahren mit dem Zug. Ich bin mal von Zürich bis auf Budapest mit dem Zug gefahren, über verschiedene Tage, und dann ist mir natürlich quer durch Albanien gefahren und mal rausgeschaut, sind wir gerade in Tirana gewesen, aber ich bin noch nie ausgestiegen, ich bin nur durchgefahren. Po thot veç në tren, se ka shku një herë prej Sirije deri në Budapest me tren edhe u kam tranzit edhe në për Shqipni edhe ka pa Tiranën, po vetë me shkel tokë nuk ka dal prej trenit. A e din se shqiptaria, domethënë shqiptarët e shqiptarisë besojnë në 3 fe: katolik, musliman, ortodoks, por e kalojmë së bashku si me qenë të gjithë prej një nane, jo prej gjitha nënave shqiptare, po prej një nane. Pra nuk kemi paragjykime, e akceptojmë njëri tjetrin ashtu siç jemi, e duam njëri tjetrin ashtu siç jemi, ja respektojmë fen njëri tjetrit ashtu siç e kemi. A ke dëgjuar për këtë dhe a keni shkruar ndonjëherë ju si Blick për këtë? Se do ishte interesant në fakt, se jemi shembull për gjithë botën. Hast du das gewusst, dass Albaner 3 verschiedene Religionen haben? Also wir haben orthodoxe, christliche und muslimische Leute, die in den albanischen Ländern leben. Und wir, also, er hat gesagt, wir haben alle zwar verschiedene Religionen, aber es ist, als hätten wir alle die gleiche Mutter. Also es ist sehr brüderlich, man respektiert einander, hat einander gern. Also das steht nie zwischen den Albanern. Hast du das gewusst? Und haben ihr auch schon mal über so etwas geschrieben? Mal? Ich glaube, geschrieben nicht, dass ich jetzt das in Erinnerung habe. Ich habe es gewusst, weil ich habe mich vorbereitet für die Interviews, die ich gemacht habe, mit dem Präsidenten, mit dem Außenminister. Kan dit po thot, po kan publiku një artikël se din për më. Ja, das ist wenn du willst Bombe Zuschauer in Blick, magst du einen Artikel für das? Ja, es ist ein heikles Thema. Mir persönlich ist wie wichtig, so wie jetzt du das gesagt hast, dass eben die Religion nicht die Menschen entzweien. Für mich persönlich ist die Religion nicht wichtig. Ich bin katholisch aufgewachsen, weil meine Eltern katholisch waren. Aber mir ist es überhaupt nicht wichtig, wer was für eine Religion hat. In meinem Leben spielt es auch nicht so eine Rolle. Und ich finde das enorm wichtig, dass man eben zusammenleben und nicht das entzweit. Pëlqen shumë, po thot toleranca fetare që e kanë shqiptarët dhe po thonë ashtu duhet më kanë normalisht edhe për kristianin vetë po thot nuk është i rëndësishëm se çfarë feje ka njeri. Ky vetë u rrit me fenë kristiane, po thot nuk ka dallim. Feja nuk e bën njeriu. Ich meine, die moralischen Grundsätze, man soll nicht töten, man soll nicht klauen und, das ist ja in allen Religionen gleich. Also es gibt ja in allen Religionen einen Kern, der ja identisch ist. Also kretë fejët e kanë moralin e njëjtë, se s'guxon me vjedh njeri, s'guxon me damtu dikant tjetër, dhe kjo është kryesorja. Definitiv. Amor, ne shqiptarët jemi shembull për botën, në fakt. Genau, das ist halt schon, die Albaner sind dadurch ein sehr gutes Beispiel weltweit, dass es funktioniert. Also vielleicht, also in Tirana, mit in Tirana gibt es zum Beispiel eine Moschee, eine orthodoxe Kirche, eine Kathedrale und eine Kirche. Auch in Kosovo, in Prizren ist... Innerhalb von 50 Meter Umkreis, also auf ein Bild, hat man alle Gotteshäuser und das funktioniert. Nëse flasim për Nën Terezën, besoj që ti e din që shqiptare është? Genau, wenn wir über die Mutter Teresa reden, hast du gewusst, dass sie Albanerin ist? Nein, das habe ich nicht gewusst. Ja, lerne ich noch etwas heute.
Wieso, Herr Dorer? Wieso? Ich bin gerade ausgeladen. Ti e media, Herr Dorer, ti e media, ti duhet të informohesh mirë për shqiptarët. Para se të shkruani një artikull për shqiptarët, duhet me ditë nga e kanë përardhjen, nga vinë, kë kanë, kë s'kanë. Pra do më thonë, edhe pastaj krijohet definitiv imazhi për shqiptarët. Das muss man doch also mit dem Augenzwinkern sagen, das muss man doch wissen als Medium, wenn man über die Albaner schreibt, woher sie kommen und was sie ausmacht. Weil, das ist eben auch der typische Journalist. Wir Journalisten, wir wissen zwar von ganz vielen Sachen ein bisschen etwas, aber nichts so richtig vertieft. Po thot këto që ta kanë kretë gazetarët. Gazetarët din për plot sene din diçka, po jo shumë fellë në secilin temë. Bukur shumë. A keni ndërmend ndonjë lajm ose a të bën ndërmend ndonjë lajm që ke patur ose keni publikuar në Blick që vërtet ka qenë bum i gjitha kohërave, pra domethënë që kur flitet për një bum, ti thu filan lajm ka qenë bum edhe u kry. A të bën ndërmend apo ka shumë si? Wüsstest du, welches der erfolgreichste Artikel war, den der Blick je publiziert hat? Oh, also je weiss ich es nicht. Der Vorteil ist, dass man ja jetzt messen kann, online. Seit Anfangsjahr ist wir haben einen Live-Ticker über die Corona-Krise und da habe ich heute Morgen nachgeschaut, hat 50 Millionen Zugriffe schon gehabt. Aber das ist natürlich jetzt immer das Oberste, oder? Që të vit për koronavirusin e kanë një live ticker ku publikojnë çdo lajm që vjen, edhe ajo prej që kanë filluar ata kanë pas 50 milion klikime në Zvicër. 50 milion klikime, hey. Seit Monaten, oder? Ist an der obersten Stelle. A është Blick ose media në Zvicër ndikuar nga politika? Wird der Blick beeinflusst oder andere Medien in der Schweiz von der Politik? Also die Politik probiert uns zu beeinflussen, aber es gelingt ihnen nicht. Politica po provon, Wir sind komplett unabhängig, wir sind ein Familienunternehmen und wir sagen immer, wir schreiben, egal wem es nützt und wem es schadet. Was hat Blick geschrieben die Pavaren, ist eine Firma familiäre, schreiben welche Realität in. Man sagt, es ist immer gut, wenn eigentlich jede Woche eine andere Partei verrückt ist auf uns. Also es gibt 4 grosse Parteien und wenn jede Woche eine andere hässig ist, dann machen wir unseren Job gut. Atëherë bojnë punën e bën mirë Bliku, atëherë kur çdo javë nervozohet një tjetër parti me Blikun. Atëherë bëni mirë. Do më thonë pa mbarur totalisht. Also 100% unabhängig. Ja, total, ja, absolut. Total. Das ist auch ganz wichtig für die Glaubwürdigkeit unserer Leser. Wir sind nur unseren Leser verpflichtet und die müssen sich können darauf verlassen, dass wir eben unabhängig sind und nicht für irgendjemand Politik machen. Blikun e intereson vetëm ai që e lexon Blikun, edhe veç për ata punon Bliku e jo për partitë e ndryshme. Të kuptoj. A keni patur kërcënime? Pra a keni kërcënime në redakcinë tuaj? Nga shkrimet që bëni ku diun, pra keni kërcënime lloj njerëzish ka, ndoshta edhe me jetë kërcënon dikush. Werden manchmal auch von irgendwelchen Leuten Bedrohungen ausgesprochen gegenüber dem Blick? Ja, das kommt vor. Also, manchmal gibt es einfach ganz böse Briefe und böse E-Mails. Kann jeder schreiben E-Mail aus, der schon Liter negativ ist, gell? Das muss man aber nicht so ernst nehmen. Und noch mehr seriös ist das. Es hat auch schon vor etwa 1,5 Jahren ist das gewesen, wirklich hat's einen Anruf gegeben, wo man quasi mit einem Anschlag gedroht hat, wo wirklich die Polizei kam, den ganzen Newsroom hat müssen abregeln. Wow, das ist zum Glück selten. Po thot para një vjetë gjys dikush e ka thirr Blikun edhe ka kërcënu, ka thënë kam jo qit një bombë, edhe ishin dashur me dal krejt prej shtëpisë ku punojnë atje, po kjo është shumë rrallë që ndodhen këto sene. Ndodhen rrallë, më thonë, sepse siguria është maksimale në Zvicër, në fakt nuk është. Sicherheit wird aufs Maximum geschraubt in der Schweiz, sagt er. Ja, ich meine, zum Glück in der Schweiz kann man sich ja frei bewegen, oder? Auch unsere Minister, unsere Bundesräte, die fahren mit dem Zug heim, ohne Bodyguards, das ist zum Glück noch möglich. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Wert von diesem Land. Kjo është një vlerë shumë e rëndësishme e Zvicrës, po thotë edhe shiqyr që nuk është rrezik Zvicra që edhe politikanët më të lart mund me hyp në autobus edhe në tramvaj edhe pa bodyguarda. Tip top, a ke dëgjuar ndonjëherë tjetër për Fol Shqip Show apo vetëm tash kur të kemi kur ke dëgjuar për herë të parë apo tash që të kemi thirrur në emision? Hast du schon mal etwas von der Fol Shqip Show gehört oder jetzt das erste Mal, wo die Einladung kam? Nein, ich habe natürlich im Blick über die Show gelesen, wo wir einen Artikel Letztes Mal, oder? Letztes Mal. Und da habe ich habe aber vorher das nicht gewusst, dass das in Lenzburg, wo ich ja aufgewachsen bin und herkomme, gemacht wird. Da habe ich über das gelesen und mich sehr jetzt über die Einladung gefreut.
Ka lexuar artikullin edhe u gëzu shumë se ka lexuar që po incizohet kjo emision në Lensburg, që edhe ky vjen për Lensburgit edhe për asaj dite që u publikoi artikull ka një përfund. Në fakt, dashuria mes Fol Shqip Show dhe Blikut, dashuria mes Fol Shqip Show dhe Blikut, pra se kemi thënë edhe herë, ju portalet e vogla, ne gigantat shkojnë te gigantat gjithmonë. Dashuria mes nesh ka lindur kur ne kemi zhvilluar një intervistë me Zvicranin që jeton në Kosovë prej 17 viteve, Kurt Traxler, që jeton në Kosovë. Atëherë Bliku më kanë kontaktuar dhe më kanë thonë a mund ta përdorim videon tuaj për portalin tonë dhe aty kemi lidhur dashurinë me shikim parë. Nou, also gesagt, ich liebe auf ersten Blick mit dem Blick. Weil, also ab dem Artikel, der damals publiziert worden ist, wo für die Show auf Kosovo ist, der Kurt Traxler interviewt. Das ist ein Schweizer, der sich entschieden hat, nach Kosovo auszuwandern. Ist eine Schweizer in Kosovo, was nej miel tokat, nej mielarat me kalamoch, nej vadit, nej punon komplett atje. Ja, also er lebte als Landwirt und er hat das Interview mit ihm gemacht und über das hat nachher der Blick mehrmals geschrieben und dort hat es angefangen, sagt er, das ist dort hat die Geschichte. 2 jaar keni shkruar për Bliku. 2 Wochen ist die Person dann ein Thema gewesen im Blick. Ja, genau, das ist, wir haben dann auch über den berichtet, ja. Also. Und ich wollte präsentieren mit Fol Shqip Show, Herr Dorer, das ist nein nur für Albaner. Ky është një emision për internacional për gjithë në fakt, kemi pas shumë prominente të Zvicrës tu. Also es ist nicht nur eine Sendung für Albaner, sondern wir haben sehr viele auch internationale Gäste bei uns gehabt, auch viele Leute aus der Schweiz. Also wir haben Cedric Wermuth, wir haben schon im Bundeshaus gefilmt, wir haben Präsident vom Stadt Luzern, Beat Büsli, ja, Carlos Tomaruga vom Nationalparlament, Stefan Büsser. Das zeigt, dass wir also nicht nur für die Albaner eine Sendung sind, sondern wirklich eine Plattform auch für Schweizer, die sich interessieren. Nein, das ist ganz toll. Also meine herzliche Gratulation zu diesem Fall, zu einer Sendung. Ich finde das wirklich bewundernswert. Para 2 viteve kemi pas një kontratë me Blikun. Ja, vor 2 Jahren haben wir einmal eine Zusammenarbeit gehabt mit dem Blick. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Kemi xhiruar skeçe komedi pra Thomas Bashkim. Edhe I kemi dërguar në Blick edhe I publikoshin edhe simas informacioneve kanë qenë videot më të lexuara, më të klikuara në Blick. Und wir haben vor etwa 2 Jahren haben wir eigentlich Comedy-Sketches gefilmt, wo er so einen albanischen Stereotyp spielt und ich so den Schweizer Stereotyp, der Thomas und der Bashkim. Und die sind nachher beim Blick gepostet worden auf der Facebook-Seite und uns ist schnell gesagt worden von Mitarbeitern dort, dass das zu den meistgeschauten Videos gehört hat nachher. Ja. Also. Das ist wirklich, vor allem auf den Social-Portalen stellen wir fest, dass so Sachen wahnsinnig gut laufen. Oder? Wahrscheinlich sind es die gleichen Zuschauer wie ihr habt, oder? Die dann auch bei uns sind. Also da wirklich, jetzt habe ich eine Frage an dich. Weißt du, wie alt das der Blick ist? Ich kann nicht bitte per tu, ja. Din se sa vjeti ka Bliku, po thot. Po, e di, po du me ta tregu surprizë mas emisionit. Er sagt, ja, er weiß es, aber er will es als Überraschung nach der Sendung. Dann verrate ich es, weil ich verrate, weil ich Nuk e di, sorry. Wir sind 60 Jahre alt, also wir haben sie über 60 Jahre. Ja, also, 60 Jahre ist der Blick. 60 Jahre, und ich habe dir da ein Jubiläumsbuch auch mitgebracht. Hoppa, okay. Faleminderit shumë, danke vielmals, Herr Dorer. 60 vjet, një me bigat ma shoqërot lutem të dhurat nga Bliku. Also, ich persönlich, ich habe sehr viel Respekt für den Blick und für ganze der Schweiz. Nachdem ich bei Games vielleicht eine kleine Erklärung, was das ist, was da drin ist. Das ist ein Bildband, wo Fotos drin sind, die im Blick erschienen sind von 1959 bis heute, also über die 60 Jahre. Das ist ein bisschen Geschichte auch vom Blick, Geschichte von der Schweiz, und man sieht auch, wie sich die Fotografie verändert hat. Als lieber me fotografie private nimi non ce n'est pas étonnant ku formu Bliku deri ditën e sotit edhe shihet që çysh kanë ndryshuar Zvicra. Javën tjetër do ta zbulojnë emision për ta parë televizionit tanë. Er sagt in der nächsten Sendung, also nächste Woche, dann möchte er das vielleicht noch mal im Detail zeigen für alle Zuschauer. Aber unë gjithmonë jam falendërues ndaj Zvicrës për mundësitë dhe për hapësirat dhe mbështetjen që u ka dhënë shqiptarëve gjithmonë. Danke Blick, danke Schweiz. Genau, und er wollte auch nochmal wirklich der Schweiz auch danken dafür, dass die Albaner immer so viel Unterstützung bekommen haben und dass ihnen so viel geholfen ist in den schwersten Zeiten und jetzt aktuell auch dank dem Blick. Ja, also danke auch zurück, auch dass du so eine Sendung machst. Ich glaube, es gibt ja nichts Besseres, wo irgendwie dann auch für die Integration hilft, wo die beiden Länder und Nationen zusammenbringt. Also wirklich. Das hat faleminderit shumë se ska san më të mirë që integron të dy popullet si një emission. Ja, das ist mein Ziel. Auch ich habe ein Geschenk für Ihnen. Ja, bitte, Dadarut, një dhurat dua t'ja bëj përveç kësaj. Faleminderit shumë Dadarut, danke vielmals.
Kjo është një dhuratë, konjak Skënderbeg, Gjergj Kastirot Skënderbeu, është herë jon kombëtar. Es ist ein Nationalheld und das ist ein Cognac, den sie Namen trägt, wo sie Edhe paga shumë është edhe harta e Shqipërisë në fakt, do kisha dash me qenë komplet, por kjo është një dhuratë për ty. Wunderbar, ganz herzlichen Dank, werde ich gern probieren und anstoßen damit. Danke vielmals. Kann Chef mir provoken, oder? Okej, danke vielmals. Por kemi edhe një dhuratë tjetër. Që do bëjmë një gëzuar së bashku për arsye se Blick CA për mua, unë kam shumë respekt në fakt për Blickun, sepse gjithmonë ka qenë shumë supportues ndaj karrierës time këtu në Zvicër, pra edhe si emision na ka supportuar gjithmonë, edhe si mund t'ja kthejmë falënderimet tona duke i bërë një dhuratë, por edhe duke bërë një tort. Also hat großen Respekt für den Blick, weil er auch persönlich immer bei seinen Engagements unterstützt worden ist und er auch immer eine Plattform bekommen hat. Und darum hat er sich jetzt etwas Spezielles noch überlegt, zusätzlich für den Blick. Das ist Blick mit der Torte. Und herzlich willkommen, Herr Dorer, in Fol Shqip Show. Das verdient das Big Up, finde ich. Mehr Big Up, DJ! Kemi përsëri një media tjetër sot që duhet ta falenderoj publikisht Glancum Gloria SRF në Zvicër, të cilët kanë ardhur sot për të na inqizuar misionin ton, se si funksionon emisioni jon, po ashtu kanë qenë edhe në shtëpinë time, edhe dua t'i falenderoj publikisht edhe ata, sepse edhe për Glancum Gloria kemi një surprizë tjetër, edhe për ata kemi bërë torte, pra Glancum Gloria und SRF. Herr Dorer, vielen Dank, faleminderit shumë që ishe sot në Fol Shqip Show, që gjete kohë, faleminderit shumë për shkrimet e mira që bëni për shqiptarët, ju urojmë që mos shkruani kur keq për shqiptarët, ju urojmë që mos bëjmë kur vepra të këqija ne mas pari. Në shqiptarët ju urojmë mos bëjmë asnjë veprim të keq që më dhon shans as Blikut, por asnjë medie tjetër për të shkruar keq për neve, për imazhin ton. Uroj të sillemi mirë që të bëjmë jo vetëm Blikun, por gjithë botën që shkruajnë mirë për shqiptarët. Vielen Dank für alles. Ich danke für die Einladung hier in die Show und ganz viel Erfolg mit, wirklich eine tolle Sache. Faleminderit edhe një herë shumë për ftesën, edhe na urojmë shumë sukses edhe i pëlqen shumë çajmi të bu. Faleminderit shumë. Nga unë, Herr Dorer, Christian Dorer, Mara Shpulaj deri javën tjetër, këse keni?